und herzlich willkommen zu meinem Book Reading Video. Heute möchte ich euch ein Buch vorstellen und daraus vorlesen. Es handelt sich dabei um dieses Buch. Wolfsblut. Der Autor des Buches ist Jack London. Das ist mein Lieblingsschriftsteller. Der Name Wolfsblut ist die deutsche Version. Auf Englisch heißt es The White Fang, also in German Wolfsblut, and in English The White Fang. Nun möchte ich euch ein bisschen über Jack London noch erzählen. Jack London war ein US-amerikanischer Schriftsteller. Seine bekanntesten Werke sind Ruf der Wildnis und Wolfsblut. Es gibt auch ein paar Verfilmungen seiner Bücher. Beispielsweise Wolfsblut gibt es als Film. Das, was er in seinen Büchern schreibt, hat er auch meistens alles selbst erlebt. Er ist in seinem Leben ziemlich weit herumgekommen. Und falls euch dieser Schriftsteller interessiert, könnt ihr ja auf Wikipedia mehr über ihn erfahren. Das Buch hier habe ich schon lange. Und ich habe mir ein neues Buch von Jack London bestellt, was ich mir auch durchlesen will. Ich finde, leider existiert Jack London nicht mehr. Er ist schon lange verstorben. Aber ich finde einfach seine Schreibweise, wie er Bücher schreibt, seine Erzählungen sind einfach genial.
möchte ich euch aus dem Kapitel Die Wölfin etwas vorlesen. Als das Frühstück verzehrt war und die wenigen Lagergerätschaften auf den Schlitten gepackt waren, drehten die Männer dem hellen Feuer den Rücken und verschwanden in der Dunkelheit. Sogleich begann wieder das fürchterliche, traurige Geheul, das auf verschiedenen Seiten wie antwortend durch Kälte und Dunkelheit tönte. Das Gespräch der Männer verstummte. Um 9 Uhr ward es Tag. Mittags erglänzte der Himmel im Süden im rosigen Lichte, aber die Rosenfarbe verblasste schnell. Das graue Tageslicht, das zurückblieb, dauerte bis 3 Uhr, wo es ebenfalls erblich, und nun breitet die Polarnacht ihr dunkles Leichentuch über die einsame, schweigende Welt. Als die Dunkelheit hereinbrach, erklang das Geheul rechts, links und im Rücken wieder näher, ja mehr als einmal so nahe, dass die müden Hunde vor Angst zitterten und in der Aufregung durcheinander gerieten. Nach einem solchen kurzen Aufenthalt, als die Männer das Gespann wieder in Ordnung gebracht hatten, sagte Bill, ich wünschte, sie möchten ein anderes Wild irgendwo aufspüren und uns in Ruhe lassen. Sie fallen einem wirklich grässlich auf die Nerven, stimmte Heinrich bei. Weiter sagten sie nichts, bis das Nachtlager aufgeschlagen wurde. Heinrich beugte sich über den Topf, in dem die Bohnen verbrodelten und in den er kleine Stückchen Eis hineintat, als ein lauter Schlag und ein Ausruf von Bill sowie das scharfe Knurren und das Wehgeschrei eines Hundes ihn zusammenfahren ließen. Er richtete sich auf und sah noch, wie eine dunkle Gestalt über den Schnee lief und in der Finsternis verschwand. Dann erblickte er Bill, halb triumphierend, halb niedergeschlagen, und den Hunden, wie er in der einen Hand einen dicken Knüttel, in der anderen das Schwarzende eines gitterten Lachses hielt. Die Hälfte hat die Bestie doch gekriegt, verkündete er, aber ich gab ihr dafür auch einen tüchtigen Klaps. Hörtest du sie schreien? Wie sah sie denn aus? Fragte Heinrich. Sie konnte ich nicht, aber sie hatte 4 Beine und ein Maul und Haare und sah wie ein Hund aus. Es muss ein Zauberwolf gewesen sein, glaube ich. Verdammt zahm, was es auch ist, wenn es so Fütterung kommt und sein Stück Fisch holt. Als das Abendbrot vorüber war und die beiden Männer auf dem länglichen Kasten saßen und ihre Pfeifen schmauchten, zog sich der Kreis glühender Augen wieder dichter zusammen. Ich wünschte, sie möchten auf ein Rudel Elche oder was Ähnliches stoßen und uns zufrieden lassen, sagte Bill. Heinrich brummte etwas, was nicht wie eine Zustimmung klang. Und eine Viertelstunde saßen sie schweigend da, wobei Heinrich ins Feuer und Bill auf den
Augenkreis starrte, der in der Dunkelheit dicht hinter dem Feuer flimmerte. Ich wünschte, wir könnten von hier in einer Tour nach Mercury fahren, begann Bill wieder. So hör doch endlich einmal mit dem Gewünsch und Gekrächz auf, brach Heinrich ärgerlich los. Ich sag dir, du hast dir den Magen verdorben, schluck eine gute Dosis Natron runter, dann wird dir besser und deine Gesellschaft angenehmer werden. Am folgenden Morgen wurde Heinrich durch grässliche Flüche aus Bills Mund geweckt. Er stützte sich auf den Ellenbogen und sah den Gefährten neben dem flackernden Feuer mitten unter den Hunden mit wutverzerrtem Gesicht und schelten erhobenen Armen stehen. Hallo, rief Heinrich. Was ist denn los? Frosch ist weg, war die Antwort. Nein, ich sage ja. Heinrich sprang aus den Decken und lief auf die Hunde zu. Er zählte sie und stimmte dann in der Verwünschungen ein, womit sein Kamerad den Mächten der Wildnis fluchte, die ihnen abermals einen Hund geraubt hatten. Frosch war der stärkste von allen, bemerkte Bill zuletzt. Und er war auch nicht dämlich, fügte Heinrich hinzu, und das war innerhalb von 2 Tagen die zweite Grabrede. Das Frühstück nahmen sie in düsterer Stimmung ein, und die 4 übrigen Hunde wurden vor den Schlitten gespannt. Der Tag war eine Wiederholung der vorhergegangenen. Die Männer wanderten stumm über die gefrorene Erde, und das Schweigen wurde nur durch das Geheul ihrer Verfolger unterbrochen, die ihnen unsichtbar nachzogen. Mit dem Einbruch der Dunkelheit am frühen Nachmittag erklang das Geheul wieder, näher als die Verfolger ihrer Gewohnheit gemäß näher kamen. Die Hunde wurden aufgeregt und furchtsam und verwickelten sich in ihrer Angst in den Strängen, was die beiden Männer noch mehr entmutigte. So dass wir die dummen Dinger doch wohl festhalten, sagte Bill am Abend voller Befriedigung, als er sich von seiner Arbeit aufrichtete. Heinrich ließ den Kochtopf stehen und nahm, um zu sehen, was der andere gemacht hatte. Bill hatte nicht nur die Hunde angebunden, sondern dies nach Art der Indianer mit Stöcken getan. Um den Hals eines jeden Hundes hatte er einen ledernen Riemen so eng geschlungen, dass der Hund ihn mit den Zähnen nicht fassen konnte. Und an diesen Riemen hatte er einen 4 oder 5 Fuß langen Stock gebunden und das andere Ende des Stockes mit einem zweiten Lederriemen an einem Pfahl im Boden festgemacht. So konnte der Hund wegen des Stocks weder an den einen noch an den anderen Lederriemen gelangen, um ihn durchzubeißen. Heinrich nickte zufrieden mit dem Kopf. Es ist das einzige Mittel, um ein Ohr festzubinden, sagte er, denn der beißt das Leder so glatt durch, als wenn es mit einem Messer durchgeschnitten wäre, nur dass es ein bisschen länger dauert. Morgen werden sie alle am Platz sein. Darauf kannst du eine Wette eingehen, bekräftigte Bill
amüsierten sich eine Zeit lang damit, die Bewegungen der undeutlichen Gestalten am Rande des Feuerscheins zu beobachten. Wenn sie die Augen fest auf ein im Dunkeln leuchtendes Augenpaar hefteten, so fing das Tier an, allmählich Umriss und Gestalt anzunehmen, und sie konnten dann und wann die Gestalt sich bewegen sehen. Ein Lärm unter den Hunden zog die Aufmerksamkeit der Männer auf sich. Ein Ohr ließ ein fliehendes Gewinzel hören, strebte vom Ende seines Stockes ins Dunkle hinein und unterbrach sich darin nur, um von Zeit zu Zeit mit den Zähnen wahnsinnige Angriffe auf den Stock zu machen. »Sieh doch mal, Bill«, flüsterte Heinrich. Im vollen Feuerschein schlich von der Seite verstohlen ein Tier heran, das einem Hunde auffallend ähnlich sah. Es bewegte sich mit einer Mischung von Argwohn und Kühnheit, beobachtete vorsichtig die Männer, heftete aber seine volle Aufmerksamkeit auf die Hunde. Ein Ohr strebte am äußersten Ende des Stocks nach dem Eindringling hin und winselte kläglich. Der Narr der Einhorn scheint sich nicht sehr zu fürchten, sagte Bill leise. Es ist eine Wölfin, flüsterte Heinrich zurück, und das erklärt die Flucht des Dicken und von Frosch. Sie ist der Köder für das Rudel. Sie lockt die Hunde heraus, und dann stürzen sie sich alle drauf und fressen sie auf. Das Feuer knisterte ein Stück. Holz fiel mit lautem Geprassel heraus. Bei dem Geräusch sprang das fremde Tier ins Dunkle zurück. Heinrich, ich glaube. Fing Bill an. Was denn? Ich glaube, das war die Bestie, der ich einst mit dem Knüttel setzte. Ohne Zweifel, war Heinrichs Antwort. Und ich kann mir nicht verkneifen, fuhr Bill fort, dass mir die Vertrautheit des Tieres mit Lagerfeuern verdächtig und unanständig vorkommt. Es weiß ganz sicher davon mehr, als ein anständiger Wolf wissen sollte, gab Heinrich zu. Ein Wolf, der so viel weiß, dass er mit den Hunden zur Fütterung kommt, hat Erfahrungen gehabt. Der alte Willen hatte mal einen Hund, der zu den Wölfen auf und davon lief, fuhr Bill nachdenklich fort. Ich weiß es ganz genau, denn schon ihn da drüber im Rudel am kleinen Stock auf einer Elchweide, und der alte William weinte wie ein Kind. Er sagte, er hätte ihn 3 Jahre lang nicht gesehen. Die ganze Zeit war der Köter bei den Wölfen gewesen. Ich glaube, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Der Wolf ist eigentlich ein Hund und hat manches Stück Fisch aus der Hand eines Menschen gefressen. Wenn ich könnte, wie ich wollte, so sollte der Wolf, der eigentlich ein Hund ist, am längsten gelebt haben, erklärte Bill. Wir können nicht so noch mehr Hunde verlieren. Aber du hast nur noch 3 Patronen, warf Heinrich ein. Ich will auch auf einen ganz sicheren Schuss warten, war die Antwort. Am anderen Morgen schürte Heinrich das Feuer und kochte das Frühstück, während seine Kameraden noch schnarchten. Ich konnt's nicht übers Herz bringen, dich zu wecken, sagte Heinrich, als er ihn zum Frühstück rief. Du schliefst so schön. Bill fing schlaftrunken an zu essen. Er bemerkte, dass seine Tasse leer war und streckte die Hand nach dem Kaffeetopf aus. Aber der Topf stand neben Heinrich und war zu weit entfernt,
kriegst keinen Kaffee, erklärte Heinrich. Ist dir alle geworden? Fragte Bill besorgt. Das hoffe ich nicht. Denkst du, ich werde mir den Magen dran verderben? Ich hoffe auch das nicht. Die Röte des Ärgers stieg in Bills Gesicht empor. Dann möchte ich allerhöflichst bitten, dass du dich erklärst, sagte er. 3 Post weg, antwortete Heinrich, ohne Hast und mit der Miene eines Menschen, der sich in sein Geschick ergibt, drehte Bill den Kopf herum und zählte von seinem Platz aus die Hunde. Wie ist das geschehen? Fragte er ruhig. Heinrich zuckte die Achseln. Weiß nicht, wahrscheinlich hat ein Uhr ihn losgemacht. Selber hätte er es nicht tun können, das ist sicher. Der verfluchte Spitzbub Bill sprach ernst und langsam ohne ein Zeichen des Ärgers, der in ihm tobte. Weil er sich selbst nicht losreißen konnte, muss er es mit Treiber tun. Er hat Treibers Mühe und Arbeit ist jedenfalls vorbei. Wahrscheinlich ist er um diese Zeit schon verdorrt und galoppiert im Bauch von 20 Wölfen im Land umher. War Heinrichs Grabrede auf diesen letzten verlorenen Hund. Trink einen Schluck Kaffee, Bill. Aber Bill schüttelte den Kopf. So sei doch nicht närrisch, nötigte Heinrich und hob den Kopf in die Höhe. Doch Bill schob die Tasse zur Seite. Ich ließe mich eher hängen, als dass ich's täte. Ich hab gesagt, ich wollte keinen Kaffee, wenn ein Hund fehlt. Und ich will auch keinen. Der Kaffee ist aber verdammt gut, meinte Heinrich. Aber Bill war eigensinnig und aß sein Frühstück trocken, indem er es nur mit den gemurmelten Flüchen über den Streich, den einer ihm gespielt hatte, hinunterspielte. Heute Abend binde ich sie aber weit voneinander entfernt an, sagte Bill, als die Wanderung begann. Sie waren wenig mehr als 100 Meter gegangen, als Heinrich, der Vordermann war, sich bückte und etwas aufhob, an das er mit dem Schneeschuh gestoßen hatte. Es war so dunkel, dass er sich nicht sehen konnte, aber er erkannte es am Gefühl. Er warf es rückwärts, wo es an dem Schlitten aufsprang und bis zu Bills Schneeschuhen hüpfte. Vielleicht kannst du es doch brauchen, sagte Heinrich. Bill ließ einen Ausruf hören. Es war alles, was von Treiber übrig geblieben. Der Stock, an den er angebunden gewesen war. Sie haben ihn mit Haut und Haaren gefressen, verkündete Bill. Der Stock ist so kalt wie eine Pfeife. Sogar die Lederriemen an beiden Enden sind weg. Sie müssen verdammt hungrig gewesen sein. Und ich sehe schon, sie werden uns auch noch kriegen, bevor die Fahrt vorbei ist. Heinrich lachte trotzig. Ich bin zwar von Wölfen noch nicht so sehr verfolgt worden, aber ich habe Schlimmeres im Leben durchgemacht. Es braucht mehr als so eine Handvoll Traktorbestien, um dir und mir den Chaos zu machen. Bill, mein Sohn, das weiß ich doch nicht, murmelte Bill voll böser Ahnung. Schön, du wirst es wissen, wenn wir nach McGurry kommen. Ich glaube nicht recht daran, beharrte Bill. Sein Magen ist nicht in Ordnung und das quält dich, belehrte Heinrich.
unsichtbare Sonne den südlichen Horizont, worauf das kalte Grau des Nachmittags einsetzte, das 3 Stunden später in dunkle Nacht versank. Gerade als die Sonne sich machtlos anstrengte zu erscheinen, zog Bill die Büchse unter den Stricken des Schlittens heraus und sagte: Geh nur weiter, Heinrich, ich will sehen, was ich tun kann. Du tätest besser beim Schlitten zu bleiben, ermahnte ihn der Gefährte. Du hast nur 3 Patronen und man weiß nie, was noch kommen kann. Wer unkt nun, versetzte Bill triumphierend. Heinrich gab keine Antwort und wanderte allein weiter, indem er oft ängstliche Blicke in die graue Einöde warf, in der der Gefährte verschwunden war. Eine Stunde später traf er auf Bill, der die Biegung, die der Schlitten machen musste, abgeschnitten hatte. Sie sind über eine weite Fläche verstreut, meldete er. Sie folgen uns und schauen zugleich nach Raum aus. Du siehst, sie haben uns sicher, nur wissen sie, dass sie auf uns warten müssen. Mittlerweile suchen sie alles Essbare auf, was ihnen in den Weg kommt. Du meinst doch wohl nur, sie glauben uns sicher zu haben, warf Heinrich ein. Aber Bill hörte nicht auf ihn. Ich habe einige gesehen. Sie sind fürchterlich mager. Seit Wochen, glaube ich, haben sie keinen Bissen gehabt, außer Fett, Frosch und Treiber, und es sind ihre so viele, dass sie nicht weiter gereicht hat. Ja, furchtbar mager sind sie, die Rippen sehen wie ein Waschbrett aus und der Bauch ist nicht unter dem Rückgrat. Sie sind verzweifelt, kann ich dir sagen, und werden noch toll werden. Dann pass aber auf. Ein paar Minuten später ließ Heinrich, der nun hinter dem Schlitten ging, ein leises, warnendes Pfeifen hören. Bill wandte sich um und schaute, dann hielt er ruhig die Hunde an. Hinter ihnen trabte um die letzten Biegungen des Weges und deutlich sichtbar auf der Bahn, die sie eben zurückgelegt hatten, schleicht eine Gestalt in dickem Pelz. Die Nase hielt das Tier dicht am Boden und trabte mit eigentümlichen, leichten, gleitenden Schritten. Als die Männer stehen geblieben, blieb es auch stehen, hob den Kopf, schaute sie fest an und zog durch die Nasenlöcher zuckend die Witterung ein. Das ist die Wölfin, sagte Bill. Die Hunde hatten sich im Schnee niedergelegt und er ging an ihnen vorüber zu den Gefährten. Zusammen betrachteten sie das seltsame Tier, das ist sie seit Tagen verfolgt und sie das halbe Gespann gekostet hatte. Vorsichtig machte das Tier immer ein paar Schritte vorwärts, bis es auf etwa 100 Meter herangekommen war. Dann stand es mit erhobenem Kopf neben einer Tannengruppe, still und studierte mit Augen und Nasen die beobachteten Männer. Es blickte sie in seltsam gespannter Weise an wie ein Hund, aber ohne die Zuneigung eines solchen. Vielmehr lag in dem Blick die Gier des Hungers, grausam wie seine Zähne und unbarmherzig wie die Kälte. Es war für einen Wolf groß, eine hagere Gestalt, maßbestimmt so viel wie die Größe seiner Art. Es hat eine Schulterhöhe von gut 2,5 Fuß, bemerkte Heinrich, und ich wette, es ist sicher weniger als 5 Fuß lang. Und was für eine sonderbare Farbe für einen Wolf,
versetzte Bill, noch nie habe ich einen roten Wolf gesehen. Und dieser sieht ganz zementfarben aus. Nun war wohl das Tier nicht zementfarben, denn die vorherrschende Farbe seines Fells war die des echten Wolfes, nämlich grau. Dennoch lag darüber ein rötlicher Schimmer, der kam und ging und mehr einer Augentäuschung glich. Denn bald sah ein Pelz entschieden grau aus. Bald zeigte er jene seltsame Färbung, für die es keine rechte Bezeichnung gibt. Er sieht wie ein großer Schlittenhund aus, sagte Bill. Ich würde mich gar nicht wundern, wenn er mit dem Schwanz wedelte. Holla, du Hund, rief er ihm zu, komm mal her, wie du auch heißen magst. Er hat nicht ein bisschen Angst vor dir, lachte Heinrich. Bill drohte ihm mit der Hand und rief ihm laut zu, aber das Tier verriet keine Furcht. Die einzige Veränderung, die man an ihm bemerkte, war eine erhöhte Spannung. Es betrachtete die Männer. Mit der mitleidlosen Gier des Hungers. Sie waren Fleisch und dass es hungrig war, war es, wenn es das nur gewagt hätte, gern auf sie losgegangen und hätte sie gefressen. Hör mal, Heinrich, sagte Bill, indem er unwillkürlich die Stimme senkte. Wir haben zwar nur noch 3 Patronen, aber es ist ein sicherer Schuss, ich könnte nicht fehlen. Es hat uns 3 Hunde entführt und dem sollte Einhalt getan werden. Was sagst du? Heinrich nickte zustimmend. Bill zog vorsichtig die Flinte heraus und hob sie empor. Allein bevor er sie bis zur Schulter brachte, sprang die Wölfe zur Seite und verschwand unter den Tannen. Das hätte ich wissen können, schallte Bill laut, als er die Flinte an ihren Platz zurücklegte. Natürlich versteht ein Wolf, der zu den Hunden zur Fütterung kommt, auch was von Feuerwaffen. Ich sage dir, jetzt geradeaus, Heinrich, die Bestie ist an all unseren Unglück schuld. Wir hätten auch 6 statt 3 Hunde, wenn die nicht gewesen wäre. Und das sage ich dir, Heinrich, ich gehe auf die Bestie los, die ist aber zu schlau, um offen geschossen zu werden. Also werde ich mich in den Hinterhalt legen und da werde ich ihr eins auf den Pelz brennen, so war ich bellheiser. Du musst dich nur nicht zu weit entfernen, warnte der Gefährte. Wenn das Rudel dich angreift, so helfen 3 Patronen ebenso wenig wie 3 Hilferufe in der Hölle. Die Tiere sind verdammt hungrig und haben sich dich erst einmal umringt, dann bist du verloren. Sie schlugen an einem Abend das Lager frühzeitig auf. 3 Hunde konnten den Schlitten nicht mehr so schnell und so lange ziehen, als es 6 getan hatten. Man sieht zeigten deutlich, dass die ermüdet waren. Auch die Männer gingen früh schlafen, nachdem Bill sich noch vorher überzeugt hatte, dass die Hunde so weit voneinander gebunden waren, dass sie nicht gegenseitig losbeißen konnten. Allein die Wölfe waren dreister geworden und mehr als einmal wurden die Männer aus dem Schlafe geweckt, wenn jene so nahe kamen, dass die Hunde vor Angst und Schreck wild wurden. Dann war es notwendig, mehr Holz auf das Feuer zu werfen, um die frechen Angreifer in sicherer Entfernung zu halten. Ich habe die Matrosen von Haifischen erzählen hören, die ein Schiff verfolgen, bemerkte Bill, als er nach
versetzt Heinrich ärgerlich. Man ist schon halb besiegt, wenn man es eingesteht, und du bist halb gefressen, wenn du noch weiter so schwatzest. Sie haben bessere Leute als dich und mich gekriegt, antwortete Bill. Ach, hör auf mit deinen Munkeln. Das bekommt einer auf die Dauer satt. Heinrich drehte sich verdrießlich auf die Seite, wunderte sich jedoch, dass Bill nicht böse wurde. Das sah ihm nicht ähnlich, denn ein scharfes Wort kränkte ihn leicht. Heinrich dachte noch lange vor dem Einschlafen darüber nach, und sein letzter Gedanke war: Es lässt sich nicht leugnen. Bill ist fürchterlich trübselig gestimmt. Ich werde ihn morgen ein bisschen aufheitern müssen. Das war's von dem Kapitel. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielleicht werdet ihr auch mal dieses Buch lesen. Dann bis demnächst. Ciao.